Hallo liebe Zuschauer, wir sind wieder auf dem Weg nach Oma. Wir müssen ihr heute sagen, dass wir vorerst nicht mehr zu ihr kommen. Wieso, erzähle ich gleich. Ja, wir waren vorab noch gut einkaufen für Oma bei Lotus. Unter anderem habe ich ihr auch mal Erdbeeren gekauft. Die sind hier sehr, sehr teuer. Aber sie hat, sage ich mal, ein gutes Spendenkonto von euch. Und daher kann sie sich das jetzt mal erlauben. Ah, das Auto piepst, überall die Sensoren schlagen an, weil hier das Gras so hoch ist. Ja, Türe ist auf, Oma ist ja wohl da. Ja, wir sehen Oma nicht. Wo ist Oma? Oh, da wollen wir nicht stören. Sie wäscht sich gerade. Ja, Oma haben wir gerade im Badezimmer erwischt. Wir ziehen uns hier mal ein bisschen zurück, vor allen Dingen ich. Pitti ist ja noch bei ihr und hilft ihr jetzt. Sabadikap. Oi. Strawberry. Strawberry. Yeah, she can use it in some days. It's yellow. Why she is white in the face? Powder? Oh, to make a nice skin, huh? Just shower. She took a shower? สวยแล้วยายไม่เป็นไรสวยแล้ว She looks young. Yeah? สวยแล้วเหนื่อยยายเหนื่อยทำไมยายเหนื่อย So, ยายอาบ wir haben ja einiges eingekauft für Oma, weil ich ja gerade schon angedeutet habe, wir werden jetzt eine längere Zeit, unbestimmte Zeit, nicht mehr zu ihr kommen können. Und daher waren wir heute großzügig. ยายออกกำลังกายเอาข้าวสารมาให้ด้วย So, เดี๋ยวนะมีอา die หาร ganze Tasche ist voll. Leckereien für Oma. Die Pitti hat auch gerade vom Markt Fertiggericht mitgebracht, weil ich jetzt gehört habe, sie macht fast gar nichts mehr in der Küche selber. Sie bekommt jeden Tag fertiges Essen. Ich kann euch mal zeigen, was wir mitgebracht haben. Ja, letztes Mal hat ein Zuschauer gefragt, sieht man denn nur die Küche? Ja, das ist die Küche. Und ist ein komischer Geruch hier. Ja, hier ist, das hat sie wieder gut verschlossen. Ja, das ist ihr Schlafbett. Und hier im hinteren Bereich, da sind dann auch noch Schlafbetten, aber da ist ja natürlich keiner. Und hier pfeift natürlich auch der Wind durch. Da oben sind ein paar Bilder von der Familie. Und hier auch, sie hat also nichts sonst. Oma ist arm und hat aber euch. Also was wir jetzt so gekauft haben, das sind so Fertig-Süßigkeiten, ein Haufen Kalorien. Oma braucht Kalorien. Und natürlich zu trinken, Trinkpäckchen, Spülmittel, so Kleinigkeiten. Hier fertige Suppen haben wir dabei. Fertig Getränke. Die liebt Oma. Hier noch Suppen und noch ein Haufen Getränke. Da ist sie jetzt erstmal mit versorgt. Aber hier ist so ein komischer Geruch drin. Ich will nicht auf die Details eingehen, aber wir hatten mal so eine Sprühdose. Wir hatten nämlich so eine Sprühdose besorgt. Die haben wir bei uns, glaube ich, 3 Stück im Haus. Kann man die Zeit einstellen und dann sprüht dann einen angenehmen Duft, weil wir ja auch einen Hund haben. Und hier hatten wir das dann auch gekauft.
so habe ich es gefunden. Das ist also so eine Sprühdose, habt ihr in Deutschland auch. Und dann hier kann man die Zeit einstellen, wenn man mal sprüht, damit hier ein angenehmer Geruch ist. Ich habe also schon eine neue dabei und gehe die jetzt mal holen. So, das Teil habe ich mal da oben positioniert, weil nämlich hier der meiste komische Geruch ist. Ja, Oma will jetzt gucken, weil wir alles mitgebracht haben, ist auch neugierig. Ja, für diejenigen, die es nicht wissen, hier draußen ist für Oma das Badezimmer. Da hat sie einen Schlauch. Hier wurde ja vom Bürgermeister und von der Gemeinde eine Pumpe angebracht. Ja, und hier in dem Topf eine Schüssel, ja, da wäscht sie sich morgens. So, dann gucken wir auch gleich mal nach dem Dach. Das ist noch immer so, wie es vorher gewesen ist. Da oben ist das Solarpanel. Ja, hier war früher die Toilette. Die ist aber jetzt im Haus. Ja, die zwei, die packen jetzt ein. Also Kühlschrank hat sie voll. Da braucht man sich keine Gedanken zu machen. Oma wird nicht verhungern. Wir dürfen nur nicht vergessen, das ist das Wichtige. Ja, ich setze mich mal. Oma ist jetzt gerade nicht da. Ich hatte ja gerade angesprochen, dass wir vorerst nicht mehr nach hier kommen. Das Ding ist, jetzt sind mehrere Faktoren, die da reinspielen. Die Pitti, die wird jetzt in der nächsten Zeit für längere Zeit in die Isane hochgehen zu ihren Eltern. So was ich erfahren habe, sie ist ja sehr wortkarg, dass ihre Schwester wohl heiratet. Und dann wird sie mit ihrer Schwester, die hier jetzt auf Samui auch jetzt ab letzte Woche lebt, da hochfahren und da bleiben erstmal. Und das wird sie jetzt der Oma beibringen, dass sie also jetzt vorerst nicht mehr kommt. Ich habe aber gesagt, ich habe ja Abonnenten, die regelmäßig Geld für die Oma überweisen. Das werde ich jeden Monat nach hier bringen. Da habe ich mit Pitti abgestimmt, dass ich es dann so mache, dass ich dann, wenn ich Internet habe, das ist ja das große Problem hier an der Ecke, eine Leitung aufbaue, also über Skype, oder dass sie mit Oma reden kann, was denn jetzt los ist und so. Ich glaube nämlich, wenn wir jetzt Oma die Pitti entziehen, komplett, dann wird die Oma in sich zusammenbrechen, weil sie ja immer darauf hofft, dass wir ja vorbeikommen. Und das ist ja wahrscheinlich auch ein Motor, um weiter zu leben. Jeder Mensch braucht ein Ziel, um weiterzuleben. Sonst macht das alles ja keinen Sinn. Und auf jeden Fall werden die Spendengelder, die jeden Monat reinkommen, der Oma zugutekommen. Und dann werde ich auch Lebensmittel von dem Guthaben, was auf ihrem Konto ist, von den Spenden, auch die Lebensmittel, genauso wie wir es jetzt gemacht haben, vorbeibringen. Aber es ist auch noch was anderes im Busch, da zwischen Pitti und mir. Das werde ich aber in einem anderen Film euch mitteilen. Da möchte ich aber jetzt nicht drauf eingehen. Das ist eine Privatsache. Oh, Oma sitzt da und beobachtet jetzt die Pitti. Oma kontrolliert alles. Hat ja letztes Mal mich auch kontrolliert. Jetzt hat sie bestimmt erzählt, da habe ich genug von. Aber sie weiß ja noch nicht, dass sie jetzt also für viele Wochen, ja doch, Lebensmittel bringe ich ja mit. Aber dass sie die Pitti vorerst nicht mehr sieht. Da ist die Kiste mit dem Ganzen. Ich sehe, da ist so ein Kakaogetränk. Ist ganz lecker. Ist wie Kakao. Ich glaube, ich muss das Gerät woanders hinstellen für den Duft, weil hier die Luft rauszieht. Dann hat das keinen großen Sinn. Das muss ich da hinten hinstellen, damit der Raum hier ausgesprayt wird mit dem Duft.
Ja, wir sind heute wieder mit meinem ganzen Stolz unterwegs. Macht richtig Spaß, mit dem zu fahren. Ich wurde jetzt dieser Tage hier noch im Zentel Samui angesprochen, wie es denn jetzt ist mit dem Wagen. Ich bin super zufrieden, auch mit dem Verbrauch. Da werde ich immer wieder nachgefragt, weil das so ein Panzer ist, ob der jetzt so 15 Liter braucht. Gar nicht, gar nicht. Also ich habe ja schon mal gesagt, 7,8 Liter auf dem Highway. Und zwischen 9,5 und 10,5 brauche ich auf Samui Stop and Go, also ganz super, muss ich sagen, und natürlich bequem. Oma kommt jetzt raus. Was schön ist, dass sie jetzt auch die Gehhilfe braucht und jetzt macht sie mir hier meinen Stuhl frei. Anscheinend wird er immer weggeblasen. Hier hat er zwar einen Superknoten reingetan, aber anscheinend hat sie auch noch gute Augen, das zu sehen. Ich will das jetzt nicht einfach überschneiden, dann kriegt die Oma wieder zu viel, dann ist ja wieder was kaputt gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt. Sie hat jetzt eine Erdbeere. Erdbeeren sind hier was ganz Besonderes, weil sie auch viel kosten. Hier unten bei uns in Samui werden keine angebaut, die werden alle im Norden angebaut von Thailand, wo es auch ein bisschen kühler ist. Ich hoffe ja nur, dass es jetzt süß ist und nicht wie letztes Mal bei den Weintrauben. Oh. Dass er sauer ist. Sauer? Sauer? Vitamin C, ja. Ist immer goldig, um mal zuzugucken. Also mit dem Puder in ihrem Gesicht, das ist nicht außergewöhnlich. Also bei Petit, die macht das jeden Tag. Hier wird gepudert und dann gibt es andere Volksgruppen, sage ich mal, hier von Miramar. Die haben den ganzen Tag Creme auf der Backen, auf der Stirn, um gar nicht erst braun zu werden. Das sieht dann immer ein bisschen komisch aus. Also die Tagelöhner, die hier arbeiten aus Miramar, die erkennt man sofort. Ohne dem gehen die nicht raus. Auch die kleinen Kinder kriegen das schon im Gesicht. Ja, ich habe gerade Petit gefragt, wieso die Lampe nicht funktioniert in der Küche, aber die ist ja die ganze Nacht an gewesen und jetzt flackert die nur noch ein bisschen. Ich habe ja geguckt, das Sonnenpanel ist ja oben drauf. Die Batterie ist leer, ganz einfach. Ja, Neuigkeiten so, am 1. Oktober kann man 45 Tage mit dem Touristenvisum hier in Thailand sich aufhalten. Und für nächstes Jahr haben sie auch wieder was angekündigt, um das noch zu erleichtern. Ja, in ein paar Wochen ist der Ralf auch wieder zurück. Dann werden wir euch weiterhin mit Informationen füttern, was neu im Visumbereich stattfindet, die Lockerungen, die da auf uns zukommen sollen. Aber jetzt würde ich erstmal die Pitti anschmeißen, dass er jetzt mal der Oma das erklärt, dass ich denn nur ein- oder zweimal im Monat dann komme. Can you explain, Grandma, what happened? เดี๋ยวแกก็จะ ไม่ไปนาน ไปมาเดือนกว่า2 เดือนนู่นแหละยายนะแกมาแล้วก็แกก็จะวิดีโอคอล Yeah, here, the video. วิดีโอคอลแล้วหนูก็จะได้คุยกับยายนะ Das haben wir ja schon mal versucht, aber das war nicht berauschend. Also Oma konnte gar nichts damit anfangen. Okay, I have the money for this month. ว่าเดินโตแล้ว Jetzt wird das schön zusammengefaltet. Also wundert sich, glaube ich, dass jetzt 500 da drauf sind. Das kommt jetzt ins Täschchen. Ja? Ja, also es ist jetzt nicht nur der René, es sind auch andere Personen, die jetzt da regelmäßig Geld überweisen. Ich werde ihr jetzt jedes Mal 1500 Baht geben jeden Monat. Sie bekommt ja vom Staat nur 1000 Baht. Da muss man sich mal festhalten, nur 1000 Baht Rente. Und dann ist das natürlich einiges
mehr. Da braucht sie also keine Gedanken zu machen. Und das andere, was immer so unregelmäßig reinkommt, und wie ich schon da eben gesagt habe, sie hat also einiges jetzt auf dem Spendenkonto drauf. Da kann ich ihr auch dann helfen, wenn irgendetwas anderes sein sollte hier. Oder wenn sie was möchte, aber sie möchte ja nie was, dann kann ich das ohne weiteres besorgen. Also schönen Dank auch. ไม่ต้องเอาข้าวมาแล้วตัว เซโน ข้าวไงเอาไว้วันเต้นได้ยังมีมัดแล้ว วันตินโอ ข้าวทานได้กั ซี น แฮปปี้นับ อยากกินแต่เรื่องเดือนที่Ohne Money. นั่นข้าวต่อเลย Also die meisten haben das ja jetzt gerade verstanden. Also Oma hat gesagt, ich brauche gar nichts zu kaufen. Aber natürlich braucht sie das Geld, weil sie ja jeden Tag kommt ja jemand nach hier und guckt nach ihr, und dann gibt es ja natürlich dann auch einen Auftrag, Lebensmittel zu kaufen oder was zu machen. Wasser hat sie ja auch da, also dass sie das bezahlen kann. So. Gut, also das letzte Mal soll ich dann einkaufen, wenn die Petit denn jetzt wirklich geht. Und ja, dann bringe ich dann nur Geld vorbei. Dann hatte ich mit Pitti dann vereinbart, hier über das Handy mit ihr dann zu reden. Leider kann ich mich mit ihr nicht verständigen. Vielleicht finde ich jemanden, der die Joy habe ich noch nicht gefragt, aber die ist immer in Brass. Die hat jetzt wahrscheinlich auch Gäste und dann hat die keine Zeit mehr dafür. Muss ich mir aber das einfallen lassen. So, das war es eigentlich. Die andere Sache, die ich ja kurz angesprochen habe, werde ich in einem meiner nächsten Videos erklären, was ist und wie es weitergeht. So, wir sagen jetzt Tschüss. Tschüss. Ja, oh, geh mal. Der. Tschüss. Tschüss.